Ich bin der Marc Herrmann. Ich bin stolz in 4. Generation, durfte die Herrmann Gartenbau AG zu führen. Mein Grossvater hat 1895 die Firma gegründet oder den Grundstein gelegt für die Firma. Er hat mit einer Leiter und einer Schere eigentlich angefangen und ist so zu den Kunden in Burgdorf Gartenunterhaltsarbeiten ausführen. Meine Passion kommt natürlich von dem her, ich bin aufgewachsen im Büro der Firma Herrmann Gartenbau und habe das schon von klein auf eigentlich in die Wiege gelegt bekommen und bin durch das eigentlich hineingerutscht, dass ich die Firma führen darf. Die Firma Herrmann Gartenbau hat zwischen 40 und 50 Mitarbeiter und die probieren wir eigentlich das ganze Jahr zu beschäftigen. Also wir Lehrlinge in alle Jahrgänge ausbilden und der grösste Teil von unseren Angestellten sind eigentlich Lehrlinge, die uns treu sind geblieben oder weiterhin in der Firma arbeiten. Wir haben das Büro zusammen und hinter dem Werkhof ist nachher noch ein Materiallager, wo wir verschiedene Steine und verschiedene Humus zusammenmischen und lagern und durch das eigentlich auch das, was wir brauchen, nachher können aus dem eigenen Depot nehmen und so auf die Baustelle bringen. Wir sind hier beim Schulhaus Dorfmatt in Betterkingen. Wir haben hier den Auftrag, für die Umgebung zu machen. Das ganze Projekt dauert ein gutes Jahr. Wir haben letztes Jahr angefangen und sollten eigentlich nach den Sommerferien, Herbstferien mal fertig sein. Ich bin der Luca und ich bin als Vorarbeiter eingesetzt, um das Projekt in Angriff zu nehmen. Wir haben hier eine Bachlandschaft gestaltet im Bereich des Hallenbad. Als Abschlussarbeiten setzen wir jetzt noch Pflanzen setzen, die wir heute Morgen bekommen haben. Die haben wir mit dem Pneulader reinnehmen und jetzt mit dem 301 setzen. Genau, das sind die Arbeiten, die als nächstes anstehen. Im Anschluss gibt es noch Saatarbeiten und Planierarbeiten. Und für die brauchen wir den Bagger, wo wir die Planierarbeiten ausführen können. Genau. Ja, was sicher cool ist an der CAT-Maschine ist die Kraft. Also das merken wir extrem. Was natürlich auch sehr Freude macht, ist die ganzen Abbaugeräte, die wir haben. Dass wir eigentlich für jede Arbeit, die wir ausführen, die jeweils so das richtige Abbaugerät haben, und das eigentlich fast nicht mehr von Hand müssen machen. Ja, was sicher extrem gäbig war, ist der Greifer. Wir mussten verschiedenste Wurzelstöcke ausreißen und auch grössere Bäume fällen. Und da war im Vorab der Greifer top als Tool, um Wurzelstöcke ausreißen, Bäume fällen, Zeug umführen, auch das Grünzeug laden in Container. Und für all diese Sachen sind wir extrem froh gewesen, weil da sicher massiv Zeit gespart und Mühe gespart mit diesem Tool. Genau. Früher hat man alles von Hand gemacht und heute sollte man, wenn man die Möglichkeit doch hat, eigentlich mehr auf eine Maschine setzen und eigentlich alles mit einer Maschine machen, was man irgendwie mit einer Maschine machen kann. Natürlich, weil wir haben sehr viele Maschinen, sehr viele CAT-Maschinen und da ist natürlich der Service wichtig oder außerordentlich wichtig, dass das funktioniert. Wir zählen darauf, dass wir eigentlich gerne einen perfekten Service bekommen und das kommen wir auch über. Das ist natürlich auch verbunden mit den Leuten, die dort dahinter stehen, dass es nicht nur um die Maschinen geht, sondern wirklich halt auch um das Zwischenmenschliche, dass man anrufen und ernst genommen wird und dass man das, was man will oder das, was man muss haben. Wie soll ich sagen, es wird dem gerne geholfen. Wir sind hier im Keller von dieser Modelleisenbahn und hier können wir im Sommer und im Winter Umgebungen machen, Umgebungen gestalten, Häuser bauen. Und das ist ein Hobby von mir. Das ist das schönste Hobby, das man haben kann. Eine Modelleisenbahn, wo man, wenn es draussen auch nicht schön ist oder wenn es draussen regnet oder schneit, kann man hier gleich eigentlich ein bisschen gärtnern, ein bisschen gestalten und Rasen kann man hier gerne machen. Das ist unabhängig vom Wetter und für mich ist das eine Erholung. Eine Abwechslung, dass ich hier gleich noch etwas von Hand machen kann, das, was ich sonst nur im Büro mache oder auf dem Bildschirm mache, dass ich wirklich visuell auch noch etwas Kleines zwar nur, aber etwas Schönes kann machen. Die erste Eisenbahn, die mein Vater hatte, habe ich gerne noch. Ich weiss nicht, wie er gespielt hat mit dem, wie er die bekommen als Kind, aber er hat schon eine Märklin Glocke bekommen und hat wahrscheinlich das mir weitergegeben, dass ich das im Blut habe, das Hobby mit der Eisenbahn zu spielen. Seit 10 Jahren sind wir dran und sehen noch kein Ende und hoffen, wir können das noch lange machen. Der Landschaftsbau bedeutet mir natürlich relativ viel, weil man gestalten kann, man kann Unterhalt machen, man kann grössere Erdarbeiten machen
Und dann, wenn wir eine Baustelle verlassen und fertig sind, ist das natürlich etwas Schönes, dass wir sagen können, hier haben wir den Garten dürfen machen, hier haben wir mehr Grün dürfen machen. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn man sagen kann, das haben wir gestalten oder das haben wir bewegen und ein bisschen mehr Grün machen auf dieser Welt.